And so as I share everywhere I go, I don't come to you with all the answers today. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe auch nicht alle Antworten. And my answers may not be the only answers. Und die Antworten, die ich habe, mögen auch nicht die einzigen Antworten sein, die es auf die But Fragen gibt. I strive to give you biblical representation of what we can have faith in and trust in. Ich versuche lediglich, euch eine biblische Darstellung dessen zu geben, worauf wir uns verlassen können. You can go by a worldview or a cultural view, Wir können uns für eine weltliche oder für eine kulturelle Sicht der Dinge entscheiden. or you can look to biblical safety. Oder wir können Sicherheit in der Bibel suchen. At the end, we need to be able to stand before Jesus and say, I look to your word to get these answers. Letztendlich müssen wir eines Tages vor Christus stehen und sagen können, ich habe diese Antworten in deinem Wort gefunden. Wenn man zu einer Hochzeit eingeladen wird, wo ein Mann oder eine Frau heiratet, kann man dorthin gehen? Yeah. What do you do if you're invited? What if your own child decides that he's getting married to a man and he wants his parents there because he's very happy now? Wie wäre es, wenn euer eigenes Kind, euer eigener Sohn einen Mann heiraten wollte und unbedingt möchte, dass ihr dabei seid? So I used to think that by going to a gay wedding, this might be the only opportunity for me to show that I love and cared about these people. Ich dachte mir, dass wenn ich zu einer gleichgeschlechtlichen Hochzeit gehe, ist das vielleicht die einzige Möglichkeit, die ich habe, um diesen Menschen zu zeigen, dass ich mich um sie kümmere, dass sie mir am Herzen liegen, dass ich sie lieb habe. And I used to share that response to this question in Q&As. Und diese Antwort habe ich schon öfters gegeben auf diese Frage in Fragestunden. And then a colleague of mine said to me this: Und dann sagte mir einmal ein Kollege, marriage between a man and woman is a sacred union ordained by God. die Ehe zwischen Mann und Frau ist eine heilige Vereinigung, die Gott so vorgesehen hat. So marriage by definition of the Bible would only be between a man and a woman. Eine Hochzeit, eine Eheschließung ist laut biblischer Definition nur zwischen Mann und Frau möglich. And so if marriage is from God between a man and a woman, Wenn also Gott eine Eheschließung nur zwischen Mann und Frau ermöglicht hat, who is marriage between two same-gendered people from? von wem ist dann eine Eheschließung zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern? It gets obvious pretty quickly. Es ist dann ziemlich offensichtlich, wo diese Ehe ihren Ursprung hat. How many celebrations of Satan do you normally attend? Wie viele Feiern, die Satan initiiert hat, würden wir besuchen? The LGBT community isn't concerned about whether you love them or not so much. Die LGBTQ-Community, der ist es nicht so wichtig, ob du sie jetzt lieb hast, ob du ihr so viel Liebe zeigst. Certainly not by representation of the love of Jesus, Und auch nicht durch das Zeigen der Liebe Jesu, because there is an agenda. denn da wird ein Plan verfolgt, da steckt eine Agenda dahinter. And the agenda is this: Und die Agenda, if we can get our parents, our loved ones to come to our civil union, ist folgende: Wenn wir unsere Eltern dazu bewegen können oder unsere Freunde, um zu unserer zivilen Hochzeit zu kommen, we've got our foot inside the door. dann haben wir schon einen Fuß in der Tür. And sooner or later, Adventist pastors will then also provide these marriage ceremonies. Früher oder später werden auch adventistische Pastoren solche Eheschließungen dann durchführen. And so attending a ceremony like this is only to help bring the indoctrination into the church. Eine solche Zeremonie zu besuchen, würde also eigentlich nur dabei helfen, die Indoktrinierung zu dieser Thematik in der Gemeinde zu fördern. But Wayne, Aber wen? this is my son. If I don't go to his wedding, he will not have anything to do with me again. Das ist doch mein Sohn. Wenn ich bei seiner Hochzeit nicht dabei bin, dann will er mit mir nichts mehr zu tun haben. I know of a couple who live in Canada, a godly husband and wife. Ich kenne ein Ehepaar in Kanada, sehr gottesfürchtige Menschen. They raised their two girls to love Jesus. Sie haben ihre beiden Kinder
erzogen, um Jesus zu lieben. And when their two girls became an adult, Und als die beiden Mädchen dann erwachsen wurden, one came out as pansexual and the other came out as lesbian. wurde die eine pansexuell und die andere wurde lesbisch. And they told their parents that unless they supported them in this life, they would have nothing to do with them. Und sie sagten ihren Eltern, wenn sie sie nicht unterstützen würden in ihrem Leben, dann wollten sie mit den Eltern nichts mehr zu tun haben. What a painful choice. Was für eine schmerzhafte Erfahrung. What are you going to do? Was macht man da? Are you going to honor God? Wird man Gott ehren Or are you going to honor your children? oder wird man die Kinder? There's a passage in Matthew that says not to love your spouse or your children so much that you don't love God. Es gibt im Matthäusevangelium einen Text, dort sagt Jesus uns, dass wir niemanden so sehr wie Gott lieben sollten, und wenn es unsere Ehepartner oder unsere Kinder wären. And essentially, Satan gets a 2-for-1 special. Also wenn die Eltern danach geben, dann hat Satan beide gewonnen, ne? Eltern und Kinder. Wie man es nimmt, der hat sowieso gewonnen. And so it's an extremely painful experience. And today, we actually now have support lines for parents that are dealing with these kinds of situations. Und es sind sehr, sehr schwierige Entscheidungen, sehr schmerzhafte Entscheidungen. Es gibt aber unterstützende seelsorgerische Telefonnummern, die man anrufen kann, die extra für solche Eltern sind. Prayer changes things. Gebet verändert die Dinge. It can take a very long time, Es kann sehr lange dauern and it may not even happen at all. und vielleicht geschieht es auch nicht. But if your trust and your focus isn't in Jesus, Aber wenn unser Vertrauen, unser Fokus nicht auf Jesus gerichtet sind, neither of you will experience the eternal result that Jesus desires for both of you. dann werden weder Kinder noch Eltern das ewige Leben erlangen, das Jesus beiden schenken möchte. Wayne, you're being very mean. Wayne, das ist ziemlich gemein. No. Jesus is not mean. Jesus ist nicht gemein. And so there are other answers and solutions to this problem. Es gibt andere Antworten, andere Lösungen auf dieses Problem. I know of a situation where there was a gay couple that lived in Los Angeles. Ich kann mich erinnern an eine Situation mit einem schwulen Paar in Los Angeles. And the parents of one of them said, "We're coming to visit and stay with you for 2 weeks before your marriage ceremony." Und die Eltern des einen sagten, wir werden 2 Wochen vor eurer Hochzeit kommen und mit euch die Zeit verbringen. They went sightseeing, they went to meals together. Sie haben dort Ausflüge unternommen, sind zusammen essen gegangen. And then the parents said, "We are not going to be going to this ceremony that you're having," which is probably no surprise. Und die Eltern teilten ihnen dann mit, wir werden nicht an eurer Trauzeremonie teilnehmen und denken, dass euch das auch nicht überraschen wird. "But we are staying with you for an additional week after your ceremony." Wir werden aber noch eine Woche länger bleiben nach eurer Hochzeit. And one thing you can certainly say when we leave Und eins könnt ihr sicher sein, wenn wir dann nach Hause fahren, is the fact that we certainly love you. es ist die Tatsache, dass wir euch wirklich lieben. You can give flowers on another occasion, Wir können euch zu einem anderen Zeitpunkt Blumen schenken. invite the couple in for a meal together. Man kann so ein Paar einladen auf ein Essen. But you're not giving the impression that you're endorsing a ceremony of which is not from God. Aber man gibt ihnen nicht den Eindruck, dass man diese Zeremonie, diese Eheschließung, die nicht nach Gottes Willen ist, unterstützen würde. Now that may raise some more questions because as we get into the deep and the thick of this, Und das wiederum weckt Fragen, denn je mehr wir uns in diese Thematik hinein vertiefen, I can see the look in your eyes that I see in every audience as we do these Q&As. und ich sehe auch in euren Augen einen Blick, den ich in vielen Fragestunden sehe. It raises even more questions. Es weckt noch mehr Fragen in euch. It doesn't mean that if you go to a civil ceremony that you're going to burn in hell. Noch ein weiterer Punkt, wenn ihr jetzt zu so einer Hochzeit hingeht, einer gleichgeschlechtlichen Hochzeit, bedeutet das nicht automatisch, dass ihr dann in der Hölle brennen werdet. So. This is a recommendation, this is a suggestion. Was ich euch hier mitteile, ist eine Empfehlung, ein Vorschlag, wie man mit dieser And Situation I would umgehen kann.
say that you need to pray and ask for the guidance of the Holy Spirit. Aber am wichtigsten ist, dass ihr selber betet und Gott um die Führung seines Geistes bittet. But if you begin to appear that you're going to fall to the agenda of what your child is demanding, Aber wenn ihr merkt, dass ihr der Agenda dessen, was euer Kind dort tut, nachgebt, when are you going to decide that you need to stand for Christ? dann müsst ihr euch die Frage stellen, an welchem Punkt werdet ihr euch entscheiden, für die Wahrheit Jesu einzustehen?